Gehen wir mal eins weiter. Hier haben wir jetzt unser Bestseller-Paket, hier haben wir unser Paket, was wir am meisten verkaufen, und das ist wirklich eine super Einstiegslösung. Ich habe hier einmal die Hermes Mixbox und die Hermes Dirtbox. So, die beiden Geräte, die sind natürlich kompatibel miteinander. Wenn ich jetzt irgendwann sagen will, okay, ich möchte hier umsteigen auf die Combibox XL, so können wir das problemlos machen, da das ein komplettes Baukastensystem ist. Wir können beispielsweise von der Dirtbox oder von der Mixbox die einzelnen Komponenten abmontieren, wie zum Beispiel die Wasseraufbereitungskomponente, die Filter, das Rührwerk, die Abwasserpumpen oder hier auf der Seite der Mixbox die Chemiepumpe, die Stellventile und so weiter, und können dann sagen, okay, jetzt gehen wir auf das Premium-Paket, jetzt gehen wir auf die Combibox XL, und dafür haben wir die Komponenten ja schon einmal gekauft. Und wir brauchen die jetzt nur noch umzumontieren und Sie haben das Premium-Modell. Das ist der Vorteil bei diesem Baukastensystem. So, das Bestseller-Paket, hier können Sie natürlich das Schmutzwasser mit auffangen und wieder recyceln, dem Hochdruckreiniger zuführen. Das ist ein Modell, wo Sie ja, fast ähnliche Leistung erzielen mit können wie mit der Combibox XL. Da gehen wir jetzt gleich auch noch mal kurz drauf ein. Wir gehen einmal in die Parameter, in die Mixbox mit zwei einzelnen Tanks für HF1 und HFS, das haben wir ja jetzt eben schon einmal erläutert. Die Dirtbox für die mobile Schmutzwasseraufbereitung. Ja, hier sind natürlich die Schmutzwasserpumpen, die Chemiepumpen zum Umwälzen des Abwassers sind hier alle mit drauf. Das Gewicht liegt hier bei 160 Kilogramm leer, plus einmal die Mixbox und plus 250 Kilogramm leer für die Dirtbox. Ja, die Abmessungen habe ich jetzt eben auch schon einmal kurz vorgelesen. Wir haben hier einmal 1304 mm mal 941 mm und die Höhe ist 1366 mm. Bei der Mixbox, bei der Dirtbox 1200 mm mal 800 mm und die Höhe ist 1730 mm. So, jetzt kommen wir zu dem entscheidenden Unterschied zur Combibox XL. Und hier haben wir andere Flächenleistung. Ich kann hier mit einer Person pro Tag 200 bis 250 Quadratmeter machen. Gehen wir mal nochmal zurück. Hier im Vergleich bei der Combibox waren es 250 bis 300 Quadratmeter. So, wo ist jetzt hier der Unterschied? Bei Zwei-Mann-Betrieb kann ich 300 bis 400 Quadratmeter machen und bei der Combibox XL waren es 300 bis 500 Quadratmeter. So, das ist der wesentliche Unterschied, und der liegt daran, dass ich hierbei bei dem Modell, weil es einfach ein bisschen kompakter gebaut ist, wir haben keinen Puffertank, wo ich das Schmutzwasser, was ich letztendlich absauge, zwischenpuffern kann. Das heißt, das Schmutzwasser wird direkt in den Aufbereitungstank, der hat ein Fassungsvermögen von 100 Liter, reingefördert, und hier habe ich einen Mechanismus drin, der vollautomatisch das Schmutzwasser aufbereitet und dem Hochdruckreiniger anschließend wieder zuführt. In der Zeit, in der Aufbereitungszeit, die in der Regel 5 bis 8 Minuten dauert, kann ich hier ja, nicht weiter arbeiten an der Fassade, und das ist der Unterschied. Jetzt haben wir natürlich unsere Auffangmatten, die ein gewisses Volumen an Fassadenwaschwasser speichern können, aufnehmen können. Und wenn wir an einer Fassade arbeiten, die unten horizontal in einer Ebene verläuft, also ich habe den Asphalt in der Waage, da ist alles waagerecht, und ich kann hier meine Auffangmatten installieren, so habe ich natürlich, ich sage ganz einfach mal, auf einer 10 Meter Länge, wo die Matte aufgebaut wird, ein Volumen von 100 bis 150 Litern, wo ich in der Matte schon zwischenpuffern kann. So, das ist die eine Möglichkeit, dann wäre alles gut, da kann ich auch nahtlos arbeiten. In dem Augenblick, wo hier aufbereitet wird, kann ich in der Schmutzwassermatte, kann das Wasser sich wirklich ansammeln, und ich habe dann hinterher die Möglichkeit, ja, so nahtlos weiterzuarbeiten. Was ist aber, wenn ich beispielsweise eine Giebelfassade habe, die an einem Hang steht? So muss die Schmutzwassermatte natürlich auch dem Verlauf des Hanges aufgebaut werden, und am tiefsten Punkt sammelt sich jetzt das Schmutzwasser. Und da ist das Problem. Wenn ich jetzt hier die Aufbereitungszeit von 5 bis 8 Minuten betrachte, die Dirtbox benötigt, um das Wasser aufzubereiten, da habe ich keine Möglichkeit mehr, das Wasser zu puffern. Und das kann zu Wartezeiten kommen. Hier kann ich also nicht die Quadratmeterleistungen mitmachen wie mit der Combibox XL. Und das ist der einzigste Unterschied zu den beiden Geräten. Natürlich haben wir hier auch einen Qualitätsunterschied. Die Gitterbuchsen hier, wo die ganze Technik rein installiert ist, rein montiert ist, die sind natürlich nicht so hochwertig verarbeitet wie die Combibox XL. Hier haben wir natürlich höchste Legierung an Edelstählen V4A, wobei hier habe ich normalen Stahl, der lackiert ist. Auch da haben wir natürlich vom Preis her gesehen, was nehmen wir da am besten für Materialien, um dem Einsteiger
um den Neueinsteiger, der halt das Budget nicht so hoch zur Verfügung hat, was können wir ihm hier für eine Alternative bieten. Genau, das waren die Pakete in der Übersicht. Ja, und wenn auch Sie starten wollen, dann haben wir natürlich noch unser Starter-Set, das Hermes Starter-Set, sofort Probeflächen anlegen und Aufträge generieren. Und dazu gehen wir jetzt auch noch mal kurz drauf ein.